Alrighty then, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget und wir sind auf Server 9 Europe. First of all, zuletzt hatte ich einen Giveaway gemacht und die Auflösung ging leider ohne Ton, aber der Gewinner hatte sich gemeldet und hat auch die 25 Euro schon bekommen. Finde ich ganz nice. Lustige Anekdote, er hatte schon mal vorher in einem Gewinnspiel gewonnen, hatte sich dann nicht gemeldet. Dann hatte ich das Gewinnspiel wieder geöffnet, jemand Neues hatte die Chance und der hat sich dann auch nicht gemeldet, also hatte ich ihn dann wiederum das Ding vermacht. Also er hat jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, ob das 10 Euro vorhin waren, also er hat auf jeden Fall schon zweimal bei mir auch zuletzt gewonnen. Lohnt sich immer mitmachen an der Stelle. Und ja, auf S9 Europe, auf dem Krieger, ist leider nicht so viel passiert. Ich bin ein bisschen krank, zwar auch nebenbei, aber ich habe vor allen Dingen die letzten Tage damit verbracht, zu Hause ein Klassikerspiel zu spielen. Deine Anwesenheit zeugt nicht nur von einem Mangel an Respekt, sondern auch von deiner Dummheit, Novize. Gothic 2, meine lieben Freunde, das ist wirklich ein Spiel, das habe ich vor 20 Jahren gespielt und ich bin da drauf gekommen, weil das Studio, was dieses Spiel sozusagen produziert hat, Piranha Bytes, jetzt wohl irgendwie insolvent gegangen ist. Da bin ich vor einigen Wochen drauf gestoßen auf den Artikel und hatte mal wieder Bock, das Spiel zu spielen. Und tatsächlich hatte ich schon alles in meiner Steam-Datenbank. Ich musste da nur ein paar Workshops, ein paar Mods einfließen lassen. Die Community hat in den letzten Jahren dort extrem viel gemacht. Gothic 2 war das erste Spiel, was ich damals gemacht habe. Gothic 3 auch. Leute, ihr müsst euch vorstellen, Gothic 1 wurde damals ohne Maus gespielt im Prinzip. Das kann man sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Also krass, ich fühle mich schon so alt. Gothic 2 ging dann mit Maus und Gothic 3 war eigentlich noch geiler, aber sehr verbuggt. Und ja, mittlerweile ist das alles durch die Community so geil gemoddet. Das läuft richtig, richtig gut. Ich werde jetzt Gothic 2 erstmal weiterspielen und Stile des Spiels spielen, die ich früher nie gespielt habe. Und es ist, sag ich mal, diese Games und auch Risen, der etwas modernere Ableger von 2006, sind für mich das Nonplusultra von RPG, Open World Singleplayer Games. Also ich weiß, es gibt auch zum Beispiel eine sehr starke Reihe The Elder Scrolls, auch das habe ich früher gespielt, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat mir diese Reihe rund um Gothic noch besser gefallen, einfach nochmal einen Ticken besser, auch wenn halt einiges wie zum Beispiel grafisch dann nicht ganz mithalten konnte aufgrund des Alters, ja. Also für mich wirklich das Nonplusultra. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass ich trotz des Epic-Events auf zum Beispiel diesem Server hier, ich habe nicht mehr wirklich Pilze aufgeladen und habe nicht mehr krass reingeplättert. Ich hätte ja auch noch bessere Steine bekommen können oder auch müssen, sagen wir es mal. Und ja, das habe ich alles nicht so gemacht. Ich habe auch nicht komplett meine 300 Alu gespielt, also relativ gut, aber nicht komplett. Und ich habe über eine Woche oder genau eine Woche lang nicht in SF Game Tools bei dem Char reingeguckt und bei dem Level ist es natürlich Krux. Also die Leute bei Asen, die spielen hier gut los weiterhin. Jetzt will ich mal zumindest gucken, dass wir ein bisschen aufholen. Also in Dungeon geht eine ganze Menge, möchte ich meinen. Wir haben ja auch zumindest immerhin geskillt. Hin und wieder habe ich auch mal einen Stein bekommen. Und das sieht alles eigentlich ganz hübsch aus, kann man so sagen. Aber Schande über mein Haupthaar, was jetzt nicht so lang ist, über mein Haupt, das habe natürlich ein bisschen schleifen lassen. Ich habe, glaube ich, auch auf EU5 zwar angefangen, aber hatte noch nicht alle Epics mit den entsprechenden Runen, die ich haben wollte. Ja, das ist auch so ein Ding. Ein bisschen schleifen lassen. Und die Schuhe, muss ich mir mal angucken. Ich glaube, die sind recht hübsch. Ja, auch wenn die Rüstung mir nicht so gut gefällt, nehmen wir doch die Werte auf jeden Fall mit. Und dann uns diesen sehr guten Gem zum Beispiel mal hier rein und attributieren. Gut, Items, Rohstoffe haben wir auch ein paar bekommen, also da geht auch noch ein bisschen was. Ich will jetzt aber tatsächlich hier nur bis Etage 4 gehen bei dem Dungeon hier, weil ich vielleicht dann doch den einen oder anderen Stein erhoffe. Schauen wir mal, ob das gut ist. Ne, das brauchen wir eigentlich nicht. Wie sieht es denn hier aus? 280 Intelligenz. So, da könnte ich mir vorstellen, dass wir das nehmen. Auf jeden Fall nehmen wir das. Und zum Beispiel auch die Begleiter haben jetzt nicht Full Gems drin. Also klar,
Ne, ich habe ja gesagt, ich spiele diesen Server nicht langfristig. Dennoch muss ich den schon ein Ja, bisschen der mitziehen. Elevator Ich kommt ja will ja wahrscheinlich immerhin dann erst in ein in den paar nächsten Wochen zum Wochen, Serverstart auch ein bisschen was EU10. Ich hatte heißt. irgendwie ursprünglich mal gehofft, dass er noch vor EU10 ist, aber das sieht wohl so aus, dass beides gleichzeitig joint und da hatte ich eigentlich vor, auf diesem Char auch ein bisschen mitzuspielen hier und danach aufzuhören. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das dann alles auch schaffe, zumal ich an dem Wochenende rund um Server EU10 mindestens wohl am Samstag auch lange unterwegs bin. Also ja, nur mal gucken, wie sich meine Pläne auf EU10 da dann bewegen und wie sich das auf den Helle wieder auswirkt. Also da muss ich vielleicht an diesen Tagen dann tatsächlich die wenige Zeit vom Rechner dann noch hauptsächlich für SF-Game nutzen, aber das sollte ja dann auch ja, irgendwie zu schaffen sein. Wenn ihr dem Video mega viele Likes gibt oder Dislikes. Was ist geiler? Nein, natürlich Spaß. Ja, also hier gehen noch ein paar Dungeons. Ich habe jetzt nicht so dann dadurch die krasse Eile, weil der Elevator dann jetzt nicht so schnell kommt. Ja, da kann ich also langsam und behutsam leveln. Die geilsten Dungeons sind natürlich 13. Stock und ja, da geht definitiv was. Also ich glaube, da kann ich schon alleine hier, naja, ich will nicht sagen bis zum Jan gehen, ne? Ist klar, das geht natürlich nicht. Aber ich kann den nächsten Gegner definitiv noch mitnehmen und ja, 238, ich weiß, den habe ich erst reingesetzt, ne? Irgendwie ist ein bisschen dumm. Den hatte ich erst geswitcht, dann switchen wir einfach mal so rum. Warum denn auch nicht? Und vielleicht gibt es ja auch ein Epic, was ich geiler nutzen kann. Ich denke, wir schaffen den Kollegen hier. Ja, sieht gut aus. Ja, wir kriegen eine 5-Attribute-Kette. Genau das, was man haben will von Pflicht-Epics, 5 Attribute, aber immerhin bessere Werte, die holen wir uns natürlich dann schon mal mit. Und jetzt gehen wir hier auch rein in den Gem Socket und ballern den Stein hier raus, den geilen 173er Stärkestein. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Stein hier bekommen sollte, dann, ja gut, ist jetzt ein großer grüner Stein, den kann ich auch nehmen. Aber ja, so, da sieht man auch allein schon, was für ein Potenzial da ist. Bei dem Dungeon jetzt hier bin ich mir nicht sicher, ob der schon fällt. Da wäre jetzt, oh doch, sieht gut aus. Wir kriegen wieder einen Ring. Ja, also die Pflicht-Epics laufen nicht so. Der Server dankt es mir überhaupt gar nicht. Dass ich nicht sehr aktiv war zuletzt, könnte man meinen. Ja gut, ist dann halt so. Muss ich mitleben. Können wir nicht ändern. Und ja, ich habe jetzt keine Lust jetzt hier den Ring zu wechseln. Ich will irgendwie mal einen Epic haben, was mir was bringt. Ne? Aber ich glaube, bei dem Kollegen jetzt hier. Bei dem Kollegen sieht es dann schon ein bisschen schwieriger aus, aber es gibt ja auf jeden Fall noch andere Dungeons zu legen. Ich denke, dass hier was geht, auch wenn hier keine Epics dabei sind. Ich denke, bis wir da die Epics hier knallen lassen können, wie Korken, müssten wir erstmal noch ein bisschen weiterkommen. Und das wird schwierig. Die haben dann schon immer ganz schön was dagegen hier, die Drachen. Ne? Also das haben wir ja gesehen. Und ansonsten, ja, der könnte gehen mit etwas viel Glück, sagen wir es mal. Würde der gehen, oder wenn ich jetzt, sage ich mal, dann doch noch bessere Steine kriegen würde, aber ja, das ist keine hohe prozentige Chance und ich glaube, hier brauchen wir noch nicht drüber reden, so ein bisschen. Nee, die sind noch zu heftig. Heimdall und die Singing Sirens, die lassen wir jetzt auch mal weg. Ja, da müsste man dann doch wieder in die Schattenwelt gehen anscheinend, aber wir können auch nochmal, also im Tower geht auch extrem was. Das müsste ich dann mal außerhalb des Videos machen. Gehen wir mal hier ein bisschen durch den Twisted Wrist Base und ja, gönnen uns das Gold oder auch die Dismantelung, aber ja gut, nee, haben wir jetzt hier nicht. Dann gehen wir mal weiter. Hier gibt es auch jetzt eine Pflicht-Epic. Ja, was kriegen wir denn? Natürlich eine 5-Attribute-Kette. Was hätte ich mir auch anderes vorstellen können. Ja, müssen wir mal schauen, ob man vielleicht die Kundentunte aus... Und ne, die Kundentunte hat ein gutes Item da. Dann, ja, der hat ja auch schon seine 2% XP-Rune dabei. Dann extracten wir diesen Gem hier hinein. Gehen wir nochmal 10 Etagen weiter. Das nächste Epic. Das wir hoffentlich auch bekommen werden. 234 jetzt vom Level erstmal. Das ist vertretbar. Oh, das war ein anderes Epic. So was hat die Welt noch nie gesehen, oder? Was habe ich denn bekommen? Ah, hier die Puppe. Ja, geil. Geil, die Puppe, ne? Ja, das ist auch wieder ein extra. Ja, Hauptsache, wir kriegen nur extra Epics.
Das Spiel hat mich gerade ein bisschen irritiert, möchte ich meinen. Ja, geil. Dann machen wir das so hier. Er hat 50, ne? Der war auch schon ganz lecker. Den können wir auch nochmal sechsfach attributieren. Da freut sich jeder, der hier das Video schaut. Und 8100, ja. Wenn ich was dismanteln könnte, würde ich es ja machen, aber das Gold ist Gold wert, sagen wir es mal so. Naja, das gehen wir nochmal ein bisschen hoch. Und ja, dann muss ich entspannt den Tower spielen, dass wir da vielleicht auf 50% kommen. Und dann gucke ich halt immer mal die Tage, immer mal was geht. Ja, also wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal wieder über dem Durchschnittslevel, wir sind aber trotzdem nur knapp auf der ersten Seite. Das wird nicht einfach, diesen Platz zu halten. Linz übrigens jetzt auch mittlerweile ja vor mir mit besseren Werten. Der hat es halt richtig gemacht. Ich habe es nicht richtig gemacht, ja. Also Centauros ist da bei 255 und Linz mittlerweile nur 14 Level dahinter. Also da hat Linz auf jeden Fall gut aufgeholt hier unter den Kriegern. Und ja, super. Ihr habt erstmal ein Update. Ich wünsche euch noch weiter eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr könnt mir diesen Fauxpas verzeihen. Ich würde sagen, haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer